Das römische Imperium umfasst nun fast jedes bewohnbare Land in dieser Welt. Außer den dunklen Wäldern von Germanien und Dakien. Dort werdet ihr euch als nächstes beweisen. Baut eine mittlere Stadt im Kernland des Feindes. Die örtlichen Stämme werden euch starken Widerstand entgegensetzen, vor allem die Goten. Baut entsprechende Verteidigungsstellungen und besiegt die Barbaren wieder und wieder, bis sie entweder lernen, euch in Ruhe zu lassen oder sich selbst auslöschen bei dem Versuch, eure Stadt zu überrennen. In der Zwischenzeit bringen wir den Kampf zu ihnen nach Hause. Diese Barbaren haben unsere Grenzen zum letzten Mal überschritten und unsere Bürger zum letzten Mal terrorisiert. Die Provinz selbst ist groß und mit Ressourcen recht gut ausgestattet. Die Dörfer der Eingeborenen wurden zwar auf den besten Teilen des Landes erbaut, aber ihr wisst ja, wie man mit einer solchen Situation umgeht. Eure Legionen werden im Übrigen reichlich Gelegenheit erhalten, ihren Schwertarm zu trainieren. Aber es gibt eigentlich nichts, was eurem Erfolg in Sarmizegetusa im Wege stehen sollte. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Sarmizegetusa, das Hinterland. Wir befinden uns an der nordöstlichen Grenze des Imperiums, in den Tiefen der Provinz Dakien, dem heutigen Rumänien und Ungarn. Hier sollen wir Sarmizegetusa gründen, mit einer Bevölkerung von 6000 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 50, einer Gunstwertung von 50, einer Kulturwertung von 60 und einer Friedenswertung von 55. Wieder einmal errichten wir eine mittelgroße Stadt, aber mit höheren Wertungen. Für eine Wohlstandswertung von 50 brauchen wir nicht unbedingt Villen, allerdings müssen wir unsere Insulars zu herrschaftlichen Insulars entwickeln lassen. Ja, und die Kulturwertung bedingt wieder jede Menge kultureller Gebäude. Wie in Damaskus müssen wir auch hier wieder eine gute Balance am Arbeitsmarkt haben, um alle Wertungen zu erreichen. Diesmal stehen uns starke Feinde gegenüber, die Goten, die für das Schicksal des römischen Imperiums später noch eine wichtige Rolle spielen werden. Wir müssen schnell eine schlagfertige Armee wieder gründen und eine gute Stadtverteidigung, damit wir uns den Goten und deren Angriffe stellen können. Gut, dann schauen wir mal in die Karte. Unsere Karte hat zentral einen See hier, unsere einzige Wasserversorgung für die Stadt. Dieser See ist umgeben von Felsformationen, die wirklich hier einmal herumgehen, unterbrochen von einigen Durchbrüchen. Und diese Felsformationen sind auch begehbar. Hier sieht man diese Stufen. Und hier im Süden haben wir noch ein weiteres Plateau. Und hier in diesem Bereich auch. Dieser Bereich ist der einzige, der nicht begehbar ist. Hier auf diesem Plateau haben wir die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Hier ein Eingeborenendorf, davon haben wir insgesamt 3. Hier im Süden haben wir das zweite und auch weitere landwirtschaftliche Nutzflächen. Und hier auf diesem Plateau im Süden haben wir das 3. Eingeborenendorf. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Weizen, Gemüse und Reben anbauen, sowie Fleisch produzieren. An Rohmaterial haben wir Ton, Eisen und Holz. Und produzieren können wir Wein, Waffen, Möbel und Geschirr. Wir können also einen Großteil der Produkte, die wir für die Entwicklung der Stadt benötigen, selber herstellen. Das Einzige, was wir nicht herstellen können, ist Olivenöl. Schauen wir mal nach unseren Handelspartnern. Wir sind hier und es bestehen die Landhandelsrouten mit Athene. Athene kauft größere Mengen Fleisch, etwas Weizen, verkauft uns jede Menge Geschirr, größere Mengen Olivenöl und etwas Wein. Der nächste Handelspartner ist Mediolanum. Mediolanum kauft größere Mengen Möbel, etwas Waffen, verkauft uns etwas Marmor und größere Mengen Eisenerz. Unsere Exporte werden Möbel und Waffen sein. Das ist nicht recht viel, allerdings haben wir 3 eingeborenen Dörfer, die, wenn sie missioniert sind, auch mit uns Handel betreiben. Von daher gehe ich davon aus, dass wir gute Gewinne erzielen können, um somit Olivenöl und auch Marmor zu importieren. Was ist jetzt der Plan? Hier ist der Immigrationspunkt und wir werden hier ein Stadtgebiet errichten
Und hier das zweite. Werden dann in diesem Bereich einen großen Handelsposten errichten, wo wir Möbel und Waffen herstellen können. Später werden wir dann auf der anderen Seite des Sees weitere 2 Stadtgebiete errichten. Hier kommt der Senat hin und wenn nötig hier das 5. Stadtgebiet. Versorgen können wir die Stadtgebiete sehr gut hier mit Nahrung und auch hier. Bevor wir jetzt mit dem Bau unserer Stadtgebiete beginnen, müssen wir, weil wir in einer nördlichen Provinz sind, Wolfsrudel aufsuchen und mit am Aquädukt einkästeln. Die Geschwindigkeit dafür habe ich schon ganz nach unten geschraubt. Ja, und dann schauen wir mal, wo wir welche finden. Hier haben wir das erste auf diesem Plateau mit den landwirtschaftlichen Nutzflächen. So, und das ist schon mal gesichert. Schauen wir mal weiter. Oh ja, hier haben wir auch mehrere Wolfsrudel. Da müssen wir jetzt ganz schnell hier agieren. So, das haben wir. Und da sind noch 2. Ja, sieht ein bisschen kurios aus, aber die Wolfsrudel habe ich jetzt auch alle entsprechend gesichert. Ja, dann schauen wir mal weiter. Da sind ja jede Menge Wolfsrudel auf dieser Karte. Ja, und hier haben wir auch noch eins. Das müssen wir jetzt mal ganz schnell jetzt hier mal zumachen. So, dann lauft ihr mal gegen diesen Aquädukt. So, den hätten wir jetzt auch entsprechend hier gesichert. Gut, ich hoffe, das war es jetzt gewesen mit den Wolfsrudeln. So wie es scheint, haben wir jetzt alle Wolfsrudel entsprechend eingekästelt und nun können wir mit dem Bau von unserer Stadt Samizigitusa beginnen. Wir haben unsere ersten beiden Stadtgebiete konzipiert und auch schon komplett parzelliert. Haben hier bei dem ersten 2 außenliegende Wohngebiete errichtet, damit wir hier unseren großen Handelsposten mit Arbeitskräften versorgen können. Die Stadtgebiete sind mit einem Ingenieursposten und mit einem Arzt versehen. Präfekturen brauchen wir in den nördlichen Provinzen nicht, da wir hier keine Brandgefahr haben. Gut, ich denke mir, wir können jetzt die Geschwindigkeit mal wieder hochfahren und warten auf die ersten Siedler. Im Arbeitsberater habe ich natürlich wieder die Prioritäten verteilt. Wir bezahlen wieder etwas mehr als Rom vorgibt und die Steuern setzen wir auf 0. Bevor wir jetzt mit dem Bau unserer Produktionsstätten beginnen, werden wir unsere Götter noch zufriedenstellen. Jetzt ist es Zeit, dass wir mit der Produktion unserer Exportgüter beginnen. Und zwar fangen wir mit der Waffenproduktion an. So, dann bauen wir unsere 2 Eisenminen. So, dann kann hier auch direkt der Ingenieursposten hin. Und natürlich brauchen wir die Lagerhäuser. Die kommen jetzt hier hin. So, noch hier die letzten 2 Waffenschmieden. Da fangen wir direkt auch mit der Möbelproduktion an. Da können wir auch unsere 4 Möbelschreinereien errichten. Natürlich müssen wir jetzt auch die Handelsrouten eröffnen. Und zwar nach Mediolanum. Gut, und dann können wir direkt Möbel verkaufen und Waffen. Sehr gut. Ja, bevor wir jetzt hier weitermachen. Oh ja, Ceres segnet uns. Das ist sehr nett. Fangen wir auch schon direkt mit der Nahrungsmittelproduktion an. So, die Nahrungsmittelproduktion habe ich jetzt hier schon mit 4 Weizenfarmen und einer kleinen Siedlung hier errichtet. Das Silo ist hier auch schon
gebaut, so dass wir unsere ersten Nahrungsmittel produzieren können. Bevor wir jetzt unsere Entwicklung weiter vorantreiben, möchte ich schauen, wo unsere Feinde uns angreifen können. Schauen wir uns nochmal die Grenzen unserer Provinz an. Wir haben hier diesen Durchgang im Westen und da kann man sehen, hier können unsere Feinde angreifen. Auch hier im Norden, wo unser Immigrationspunkt ist, ist die Karte offen und Feinde können uns hier entsprechend attackieren. Im Osten auch, hier wo dieser Durchbruch ist. Und natürlich hier im Süden. Das heißt, überall da, wo ich Durchbrüche in unseren Felsformationen habe, können unsere Feinde uns angreifen. Das heißt aber auch, dass hier diese beiden Zugänge zu unserer Stadt am wichtigsten sind zu verteidigen, da unsere Stadt hier bei Angriffen am stärksten gefährdet ist. Das heißt, ich werde jetzt diese beiden Durchgänge schon mal mit einer Mauer schützen. Dafür werde ich aber etwas von meinem privaten Sparguthaben der Stadt spenden. So 2000 Dinari. Ja, das ist natürlich super. Wir haben eine Segnung von Mars bekommen, der uns einen Schutzgeist für unsere Stadt entsendet. Sehr gut. Ja, und wir haben auch schon jetzt hier die Mauern gebaut, hier das Stadttor. Und hier haben wir auch diesen Durchgang gesichert. Mit den Türmen werden wir uns später beschäftigen. So, wir haben auch etwas Weizen im Lager. Dann bauen wir jetzt den Markt für das erste Stadtgebiet. Und dann sollten wir jetzt schleunigst mit unserem Aufbau des Militärs beginnen. Dafür brauche ich aber wieder etwas Geld. Nochmal 2000 Dinari. Und dann bauen wir eine Militärakademie und 2 Kasernen. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir auch die Möbelproduktion weiter aus. So, ja, und dann würde ich sagen, bauen wir auch schon direkt die Waffenproduktion auch mit aus. Ja, sehr gut. Ja, und wir müssen natürlich jetzt unser erstes Fort bauen. Das Militär möchte ich hier entsprechend auf diesem Plateau etablieren. Dafür müssen wir aber erstmal hier unser Eingeborenendorf missionieren. Aber erstmal bauen wir unser erstes Fort für die Wurfspeerträger. Das kommt dann jetzt hier hin. Ja, und verschönern wir mal hier das erste Stadtgebiet etwas mit ein paar Gärten. Ja, und ich denke, wir sollten noch ein paar Farmen errichten. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal die Löhne erhöhen. Der Imperator ist sehr spendabel mit den Löhnen der Plebejer. Gut, dann schauen wir mal. 34. Gut. Ihr kriegt 35. Sehr gut. So, und dann bauen wir nochmal 2 Weizenfarmen auf. So, das sollte jetzt erstmal wieder reichen. Gut, dann beginnen wir mal hier dieses Eingeborenendorf zu missionieren, damit wir noch weitere Forts errichten können auf diesem Gebiet. So, wir haben unser Wegesystem etwas vereinfacht und hier läuft auch schon der Missionar. Gut, und dann können wir jetzt auch, sobald das hier entsprechend missioniert ist, auch das nächste Fort bauen. Aber erstmal werdet ihr hier die Wölfe ausschalten. Ja, und wir haben die 1000 Einwohner-Marke geknackt. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich diese Wölfe erledigt haben, dass wir neue Tempel bauen müssen. So, das ist erledigt. Dann werden wir jetzt mal hier die Verbindung bauen.
Ja, und wir sehen, wir haben wieder genug Geld in unserer Kasse. Bauen wir doch noch ein Fort für die Wurfspeerträger. Das passt genau hier rein. Wunderbar. Sehr gut. Als nächstes möchte ich so bald wie möglich hier Türme errichten. Dafür brauche ich aber hier noch eine kleine Siedlung, die ich jetzt nochmal schnell errichten werde. Ja, das ist hier unsere kleine Siedlung. Die versorgt auch dann noch hier die weiteren Produktionsstätten mit Arbeitskräften. So, und das gleiche brauche ich hier natürlich auch. Da haben wir jetzt auch unsere kleine Siedlung. Und dann können wir jetzt gleich, wenn wir ein bisschen mehr Geld verdient haben, die Türme errichten. Ja, wollen wir jetzt dieses Stadtgebiet hier auch mal entwickeln. Ich habe jetzt hier schon das Stadttor errichtet, um später hier Farmen zu bauen für die Nahrungsversorgung. Dafür brauche ich aber jetzt, wie gesagt, hier noch die außenstehenden Wohngebiete. So, dann muss dann hier auch noch der Brunnen hin. Und dann bauen wir jetzt da den Arzt hin, dann kann der hier weg. Ja, und wir haben eine entfernte Schlacht schon. Schauen wir mal. Das dauert wohl noch ein bisschen, bis die Feinde unsere Stadt erreicht haben. Bauen wir mal hier weiter. So, und jetzt müssen wir natürlich auch noch Tempel errichten. Unsere Gottheiten sind nämlich gleichgültig. Ja, und der Tempel der Ceres, der kann doch hierhin in unserer kleinen landwirtschaftlichen Siedlung. Unsere kleinen Siedlungen kriegen hier auch Tempel. So, und einen Arzt möchte ich hier auch schon direkt errichten. Ja, und hier kommt auch noch ein Tempel hin. Da ist auch diese Siedlung religiös versorgt. Ja, und dann werden wir jetzt mal hier mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen. Mal hier den Wald roden. So, dann fangen wir mal an. Hier die außenliegenden Wohnbereiche mit einer Straße verbinden. Ja, und Rom zahlt schon wieder höhere Löhne. Okay, jetzt sind es 36, kriegt ihr 37. So, ich baue hier direkt 2 Silos, weil wir später ja auch die zweite Nahrungsmittelart zur Verfügung stellen wollen. So, dann nimmt dieses Silo hier Weizen auf und dieses hier später Gemüse. So, ich denke, damit sind wir jetzt auch erstmal versorgt. Ja, und wir haben genug Geld, um unser erstes Fort für Legionäre zu bauen. Das kommt dann jetzt genau hierhin. Ja, die Weizenproduktion habe ich hier noch weiter ausgebaut. Wie gesagt, wir brauchen jetzt relativ viel Nahrungsmittel bei der Entwicklung unserer Stadtgebiete. Wir können mal ein Fest abhalten, und zwar für Ceres. Den Schutzgeist des Marses haben wir ja schon. Ja, und wir haben auch jetzt schon Weizen im Silo des zweiten Stadtgebietes. Dann kann auch hier jetzt die Versorgung mit Lebensmitteln starten. Ja, mit dem nächsten Bevölkerungsschub, den wir bekommen durch die Versorgung des zweiten Stadtgebietes, werden wir unsere Exportgüter mal weiter vorantreiben. Ja, wir können die Produktion von Möbel und Waffen gleichzeitig erhöhen. Ich würde mal sagen, noch eine Eisenmine hier. Die Waffenschmieden können dann hier hin. So, ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, errichten wir für dieses Stadtgebiet die ersten Kulturgebäude. Und zwar Schule. Da baue ich direkt 2. Und eine Bibliothek. Die Bibliothek baue ich hier. Das ändere ich noch ein bisschen um. Der Tempel des Neptun kann hier hin. Und dann kommt die Bibliothek hier hin.
Ja, natürlich das Theater. Das Theater kommt dann hier hin. Und die Künstlerkolonie dafür kann genau hier hin. Ja, das passt ganz gut. Dann kann sich jetzt dieses Stadtgebiet auch weiterentwickeln. Bauen wir jetzt mal hier eine Verbindung, weil wir später mit der Geschirrproduktion beginnen wollen. Da bauen wir hier auch schon mal ein außenliegendes Wohngebiet. Und dann gehen wir hier mit dem Weg raus und können hier das Wachzimmer entsprechend errichten. Ja, das sieht soweit eigentlich alles ganz gut aus. Wir verdienen auch gut und mit dem Geld wollen wir jetzt mal unsere Türme errichten. Ja, 2000 Einwohner zählt jetzt Samizegitusa. Ja, machen wir mit unseren Türmen hier weiter. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Verteilung. Die müssen natürlich auch noch verbunden werden. Ja, und hier müssen auch noch Türme gebaut werden. Damit sind wir, glaube ich, jetzt in diesem Bereich ganz gut gesichert. Ja, mal wieder sind unsere Gottheiten unzufrieden. Wir müssen immer wieder mal neue Tempel errichten. Das tun wir jetzt mal. So, ich denke mal, unsere Gottheiten sind jetzt wieder milde gestimmt. Und dann können wir auch mal ein Fest wieder feiern. Ja, das ist mal wieder nötig und diesmal für Venus. Ja, wieder jede Menge Arbeitslose. Jetzt wird Zeit für unsere Geschirrproduktion. Die werden wir hier entsprechend etablieren. Und dann baue ich hier mir auch nochmal ein außenliegendes Wohngebiet auf. So, das Lagerhaus wird natürlich entsprechend Geschirr jetzt annehmen. So, und dann würde ich sagen, bauen wir mal 2 Turmgruben und natürlich die 4 entsprechenden Töpfereien. So, Ingenieursposten noch zur Sicherung. Das Geschirr hamstern wir jetzt erstmal. Ja, und der Imperator hat seine erste Forderung. 10 Einheiten Möbel. Ja, das sollte aber für uns kein Problem sein. Möbel schnell hamstern, dann sollten wir das eigentlich schon schnell zur Verfügung haben. Ja, errichten wir auch schon hier das Badehaus. Ja, und wir haben den ersten Aufstand in unserer Stadt. Schauen wir mal, wo sie angreifen. Ah, hier direkt an unserem Stadteingang. Gut, dass ich die Türme gebaut habe. Ja, dann lassen wir doch mal unsere Armee hier aufmarschieren. Ja, so wie es aussieht, ist es nur eine kleine Truppe. Mal schauen, vielleicht schaffen das ja unsere Türme ja schon. Ja, sie fliehen schon. Das haben unsere Türme schon gut erledigt. Dann könnt ihr sofort zurück. Ja, wir haben genug Geld. Ich würde jetzt erstmal noch ein weiteres Fort für Legionäre errichten. So, das kommt dann jetzt hier hin. Ich habe mittlerweile hier im Süden auch schon eine Mauer errichtet und hier natürlich den Ausgang mit einem Wachzimmer geschützt. Ja, der Imperator kann seine Möbel haben. Sehr schön.
Der einzige Bereich, der jetzt noch offen ist, ist dieser hier. Ich werde jetzt mal unsere Wurfspeerträger hier hinschicken, damit die ganzen Wölfe mal beseitigt werden können. Und schon wieder zahlt Rom höhere Löhne. Sehr spendabel, das muss ich schon sagen. Oh, jetzt sind wir schon bei 40 Dinari. Okay, 41. Ja, dann macht euch mal hier ans Werk. Ja, hier geht es ja wirklich Schlag auf Schlag mit den Lohnerhöhungen. Ja, 41 Dinari, das zahlen wir ja schon. Kriegt ihr noch ein bisschen mehr. Ja, und wir haben auch jetzt genug Geschirr im Lager. Da können wir jetzt auch das Geschirr entsprechend freigeben. Ja, unsere Silos sind gut gefüllt. Ich möchte jetzt hier diese kleinen, außenliegenden Wohngebiete auch mit Nahrung versorgen. Das heißt, ich baue hier einen Markt hin und hier für unsere landwirtschaftlichen Siedlungen auch. Wir haben genug Geld jetzt in der Kasse, um ein weiteres Fort zu bauen. Bauen wir noch eins für die Wurfspeerträger. Das kommt dann jetzt hier hin. Sehr schön. Ja, und ich sehe, wir verkaufen so gut. Bauen wir das letzte Fort für die Legionäre. Das kommt dann jetzt hier hin und dann haben wir doch alle Forts entsprechend errichtet. Ja, das erste Mal greifen uns die Barbaren, die Goten, an. Sehr gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Erstmal Geschwindigkeit runter und schauen. Okay, hier im südlichen Bereich unserer Karte. Gut, dann stellen wir mal unsere Armee auf. Ja, das ist eine große Armee hier von den Goten und wir haben berittene Krieger, die wahrscheinlich recht schnell sind. Ihr werdet euch bestimmt fragen, warum ich jetzt hier keine Türme errichtet habe. Braucht unsere Armee ziemlich lange, um halt hier hinzukommen, ist es besser, keine Türme zu haben, weil Türme unsere feindliche Armee direkt angreifen. Und dann greift auch die feindliche Armee direkt an. Ist das nicht der Fall wie hier, sammeln sich die feindliche Armee erstmal, bis alle angreifenden Einheiten erschienen sind, so wie jetzt hier. Und so hat unsere Armee noch genügend Zeit, sich entsprechend aufzustellen. Ja, das ist aber wirklich hier eine Menge und ich glaube, das sind jetzt hier berittene Bogenschützen. Also wirklich ein starker Angriff. Wollen wir mal schauen, wie wir aus diesem Kampf hervorgehen werden. Ja, sie greifen schon an, unsere Mauer. Da können sie sich auch jetzt erstmal etwas durcharbeiten. Und wir haben noch den Geist des Marses, der einige der feindlichen Soldaten sofort eliminiert. Na gut. So, wo bleiben unsere Legionäre? Ah, da kommen sie. Ja, und unsere Feinde brauchen natürlich eine Zeit, bis sie sich durch die Mauer durchgeknabbert haben. In der Zeit sind jetzt Gott sei Dank bald unsere Legionäre da. So, ich werde jetzt wieder etwas nachhelfen, indem ich hier eine kleine Bresche reinschlage, dass der erste Teil unserer Feinde schon direkt angreifen kann, nämlich hier. Und interessanterweise nutzen die anderen Teile der feindlichen Armee diese Bresche nicht und sind weiter mit der Zerstörung der Mauer beschäftigt. Das dosiert natürlich die Angriffe schön und wir können nach und nach die feindliche Armee ausschalten. Gut, jetzt sind hier die Berittenen durchgebrochen. Ja, das sieht aber eigentlich ganz gut aus hier. Unsere Legionäre halten sich tapfer. So, wir sind sie an der einen Seite jetzt auch durchgebrochen, aber das macht nichts. Da fliehen schon die Berittenen. Ja, sehr gut. Den Angriff haben wir gut überstanden. Die Verluste halten sich auch im Rahmen. Ihr könnt zurück. Reparieren wir noch schnell die Mauer wieder.
Gut, dann widmen wir uns wieder unserer Stadt. Wir sollten jetzt für beide Stadtgebiete die zweiten Märkte errichten. Der eine kann dann hier hin und hier werde ich jetzt noch ein bisschen umplanen. Den Tempel werde ich hier wegnehmen, da kann dann hier der Markt hin und in die Lücke kann schon ein Barbier errichtet werden. So. Ja, gönnen wir unseren Bürgern mal die zweite Nahrungsmittelart. Das wird jetzt in dem Fall Gemüse sein. Brauchen wir mal so 4. So, dann werden wir hier auch nochmal eine kleine Siedlung errichten. Das sollte jetzt erstmal reichen. Ja, bauen wir noch ein bisschen unsere Möbelproduktion aus. So, dann haben wir jetzt hier unsere Möbelproduktion auch nochmal vergrößert. So, und ich denke, es wird auch jetzt mal allmählich Zeit, dass wir unseren Senat errichten und die weiteren Stadtgebiete. Wir haben jetzt die beiden weiteren Stadtgebiete quasi auf der anderen Seite des Sees gespiegelt. Haben jetzt hier auch schon das Wachzimmer und ich werde jetzt erstmal nur hier außenliegende Wohngebiete errichten. So, dann haben wir jetzt hier auch unseren Senat und mit dem Senat bauen wir natürlich auch die Foren. Sehr gut. Ja, dann können wir natürlich auch jetzt die Steuern entsprechend nach oben bringen. So auf 9%, das sollte eigentlich reichen. Für die Besiedlung dieser Wohngebiete möchte ich hier ein Versorgungsgebiet entsprechend errichten. Dafür brauchen wir hier eine kleine Siedlung. So, dann haben wir hier schon mal unsere kleine Weizenproduktion. Ja, und Rom zahlt wieder höhere Löhne. Ja, 45 Dinari. Ja, dann kriegt ihr jetzt 46. Sehr gut. So, dann müssen wir natürlich auch noch verbinden. Ja, das ist soweit ganz gut. Und dann werden wir mal die Hälfte des dritten Stadtgebietes besiedeln. Ja, und wir haben wieder einen Aufstand. Wieder an unserem Stadteingang. Wir sollten aber militärisch gut aufgestellt sein. Ja, diesmal sind es mehr Rebellen, die uns angreifen hier. Ja gut, dass unsere Aufständler noch so ein bisschen verweilen, bis meine Armee da ist. Aber ich denke mal, es wird bald losgehen hier. Ja, die müssen wir noch ausrichten hier. Ja, und jetzt geht's los. Unsere Legionäre brauchen ja immer noch ein bisschen. Mal gucken, wie wir das hier so hinbekommen. Ja, jetzt greifen sie an. Also ein bisschen irritieren hier, indem wir ein bisschen hin und her springen. Ja, sehr gut. Also wir müssen, glaube ich, hier mal ein bisschen zur Hilfe kommen. Unsere Legionäre brauchen ja wirklich relativ lange. Denke mir mal, bis die da sind, ist der Kampf hier schon entschieden. Ja, sehr gut. Das haben wir sogar auch ohne unsere Legionäre hinbekommen. Ja. Und die Verluste sind auch in Grenzen. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, entwickeln wir unsere Stadt weiter, indem wir jetzt bei dem ersten Stadtgebiet schon das Amphitheater errichten. Das kann dann genau hier hin. Naja, und ein Barbier errichten wir hier auch. Gladiatorenschule dafür errichten wir hier. Das passiert jetzt auch häufig, dass eine Tongrube überflutet wird. Und wir haben schon wieder einen Aufstand. Das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Ja, jetzt ist es hier an diesem kleinen Durchgang. Okay, und meine Türme sind nicht besetzt. Das ist natürlich sehr doof. Okay, stellen wir erstmal unsere Soldaten auf. Wir sollten hier die Mauern noch ein bisschen mehr schützen.
Ja, und es ist auch wieder eine ziemlich große Truppe von Rebellen, die unsere Stadt hier angreift. Gott sei Dank ist der Weg zu dem Angriffspunkt nicht ganz so weit für unsere Armee. Na, ich glaube, euch lasse ich mal hier stehen. Dafür könnt ihr hierher ran. Jetzt sind sie durchgebrochen, der eine Turm ist zerstört und jetzt geht der Kampf richtig los. Hier werden wir hier unsere Legionäre noch mal ein bisschen hier näher ranbringen. Ja, aber das sieht soweit ganz gut aus hier. Die ersten sind schon auf der Flucht. Die Bresche wird immer größer hier, aber in der Zeit können unsere Soldaten die Rebellen entsprechend ausschalten. Ja, und so wie es aussieht, ist der Kampf vorbei. Die Rebellen sind auf der Flucht. Dann könnt ihr direkt zurück und wir haben eigentlich fast überhaupt keine Verluste, außer einen Wurfspeerträger. Gut, dann reparieren wir das mal hier schnell. So, dann werden wir jetzt mal hier eine Verbindung errichten. Und werden jetzt hier ein Lagerhaus und hier ein Lagerhaus bauen. Dieses hier wird Öl annehmen. Dieses hier wird Möbel fordern. Damit haben die Märkte es nicht ganz so weit, gerade hier für das zweite Stadtgebiet, um an Möbel zu kommen. 5 Einheiten Möbel sollen auch dafür dann jetzt im Lagerhaus verbleiben. Ja, und wir können auch schon die Handelsroute nach Athene entsprechend eröffnen. Aber Olivenöl kaufen wir jetzt noch nicht ein. Allerdings müssen wir die Lagerhäuser wieder einstellen, weil jetzt Marmor und Olivenöl entsprechend freigegeben worden ist. Und dieses hier kann dann entsprechend Öl annehmen. Das ist soweit gut. Ja, dann würde ich sagen, importieren wir doch jetzt schon mal Olivenöl. Die Entwicklung hier ist wirklich so schnell und gut. Dann lassen wir mal unsere Stadtgebiete sich weiterentwickeln. Zwischenzeitlich habe ich das Eingeborenendorf hier unten im Süden auch entsprechend mit einem Wegenetz versehen und mit einem Missionsposten entsprechend missionieren lassen. Ja, und das erste Olivenöl ist auch schon in unserem Lagerhaus. Ja, und wir haben auch schon die Entwicklung zu den großen Insulas. Das dritte Stadtgebiet hat sich jetzt auch schon sehr gut weiterentwickelt. Ich habe jetzt hier nochmal ein kleines Versorgungszentrum für die beiden Stadtgebiete errichtet. Hier das Lagerhaus, was Geschirr fordert. Und dieses Lagerhaus nimmt Möbel an. Ich habe hier eine kleine Möbelproduktion schon etabliert. Naja, und hier diese kleine Siedlung habe ich auch mit einem Markt versehen. Gut, ich denke mir mal, wir werden jetzt hier den Bereich auch fertig parzellieren. So, dann können wir, glaube ich, hier auch unsere Kulturgebäude entsprechend errichten. Naja, und ein Forum können wir jetzt hier auch entsprechend schon errichten. Für die beiden Stadtgebiete hier werden wir eine separate Künstlerkolonie errichten. Das machen wir hier. Sehr gut. Ja, mit der Entwicklung sollten wir auch hier die Nahrungsproduktion etwas vergrößern. So, das sollte jetzt, glaube ich, erstmal reichen. Ja, und hier werden wir jetzt auch noch mehr Weizenfarmen errichten. Denn wir sehen, dass die Nahrungsmittelvorräte doch schon ziemlich dezimiert sind. Ja, und der Imperator hat seine nächste Forderung, 15 Einheiten Möbel. Ja, und die haben wir genau im Lager, wunderbar. Dann schicken wir das mal direkt ab, da brauchen wir noch nicht mal zu hamstern. Ja, und ich denke mal, wir können unsere erste Akademie bauen. Die errichten wir direkt hier an unserem Senat. Ja, parzellieren wir jetzt das
letzte Stadtgebiet werde ich aber auch jetzt erstmal nur zur Hälfte parzellieren. So, hier habe ich jetzt nochmal eine Wachstube, weil wir werden jetzt hier einen Weg heraus bauen. So, dann haben wir nämlich jetzt hier auch nochmal eine Verbindung zu diesem Bereich hier. Ja, dann entwickeln wir mal dieses Stadtgebiet hier weiter, indem wir jetzt hier das Amphitheater errichten. Die Turnschule dafür bauen wir hier. Ja, und auch hier sollten wir jetzt die zweite Nahrungsmittelart unseren Bürgern zur Verfügung stellen. Das Silo errichte ich hier. Das wird jetzt nur Gemüse annehmen und das natürlich nur Weizen. So, und dann errichten wir mal ein paar Gemüsefarmen. Ja, und jetzt mit dem nächsten Bevölkerungsschub, den wir bekommen, werden wir unser Kolosseum errichten. Ja, und jetzt würde ich auch noch etwas Marmor importieren, weil ich Orakel bauen möchte. Und der Imperator hat seine nächste Forderung, und zwar nach Militär. Dann schauen wir mal, es ist eine mittlere Truppe, die einen Angriff wagt. Okay, dann nehmen wir einmal Legionäre und zweimal Wurfspeerträger. Das sollte, glaube ich, reichen. Und dann schicken wir die direkt los. Ja, Waffen produzieren wir relativ viel. Ich denke mir mal, dass wir das ein bisschen reduzieren werden. Ja, jetzt wird Zeit für unser Kolosseum. Das Kolosseum kommt genau hier rein. Das passt wunderbar. Und dann brauchen wir natürlich noch das Löwenhaus, welches genau hierhin passt. Das gefällt mir und ich denke mir mal, dass wir jetzt gleich unsere herrschaftlichen Insulas bekommen. Ja, und da sehen wir schon die herrschaftlichen Insulas. Die sollten uns allerdings jetzt auch die nötige Wohlstandswertung bringen. Ja, errichten wir jetzt auch hier unsere ersten Orakel. Ja, unser Kolosseum ist funktionsfähig. Machen wir es jetzt hier noch ein bisschen schön. Ja, und dann ist dieses Stadtgebiet ja eigentlich auch schon fertig entwickelt. Ja, ich werde jetzt hier auch noch ein Lagerhaus errichten, genau hier rein. Und das wird dann entsprechend jetzt Öl fordern, damit wir hier auch eine gute Versorgung mit Öl haben. Ja, auch das dritte Stadtgebiet hat sich sehr gut entwickelt und wir müssen jetzt das vierte nur noch entsprechend komplett parzellieren. Und auch dieses entwickeln lassen. Bauen wir nochmal Orakel für diese beiden Stadtgebiete. Ja, und wir bauen auch hier jetzt entsprechend das Kolosseum, damit sich auch in diesen Stadtgebieten herrschaftliche Insulas entwickeln können. Löwenhaus dazu errichten wir hier. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sich dieses Stadtgebiet entsprechend entwickelt hat. Verschönern wir diesen Bereich auch noch. Ja, wie wir sehen, produzieren wir mehr als genug Waffen. Ich denke mir, wir können ein Bergwerk und 2 Waffenschmieden getrost entfernen und dafür einige Kulturgebäude bauen. Auch hier eine Schule, eine Bibliothek und auch hier kann ein Theater hin. Unsere Truppen waren erfolgreich und haben die römische Stadt schützen können und wir bekommen vom Imperator das Baumaterial für den Triumphbogen. Ja, dann wollen wir mal Triumphbogen und auch mein
Wohnhaus mal errichten. Das möchte ich hier bei meiner sehr erfolgreichen Armee haben. Den Palast baue ich hier hin, aber wir brauchen einen Ingenieursposten hier. Deshalb werde ich mir hier eine kleine Parzelle ausweisen, dann Ziehbrunnen versorgen und dann kommt dann hier der Ingenieursposten hin, sodass mein Palast nicht in Schutt und Asche fällt. So, dann wird das jetzt hier mein großer Exerzierplatz. Ja, das gefällt mir schon sehr gut. Hier haben wir jetzt unsere schöne Prachtstraße mit dem Triumphbogen. Ja, und die 5000 Einwohnermarke haben wir jetzt erreicht. Wir brauchen noch 1000 Einwohner und dann haben wir das Bevölkerungsziel erreicht. Schauen wir mal in die Wertungen. Für die Kulturwertung müssen wir noch einiges machen. Wir müssen definitiv noch Schulen bauen und auch Bibliotheken. Ja, und auch Theater müssen wir noch bauen, um auf die Wertung zu kommen. Die Wohlstandswertung steigt. Ich hoffe mal, dass wir mit dem Ausbau die 50 erreichen. Ja, Frieden haben wir geschafft und die Gunst auch. Ich werde hier noch eine kleine Geschirrproduktion errichten, weil ich glaube, dass wir hier noch etwas Geschirr benötigen. Ja, und der Imperator möchte wieder 15 Möbel haben. Da haben wir mittlerweile mehr als genug. Das schicken wir los. Ja, unsere siegreichen Soldaten kehren in unsere Stadt zurück und es herrscht eine gute Laune. Ja, und wieder greifen die Barbaren unsere Stadt an. Schauen wir mal. Okay, es ist wieder hier im Süden. Ja, wieder eine große Armee der Goten. Und ein Aufstand gleichzeitig. Das ist aber wirklich nicht nett hier. Okay, schauen wir mal, wo der Angriff stattfindet. Ach, zusammen mit den Goten. Naja, dann. Ja, da sind sie jetzt durchgebrochen. Eieiei, das ist aber jetzt hier ein Kampf. Ja, unsere Sperrwurfträger werden schwer attackiert hier von den berittenen Kämpfern. Ja, wir halten uns hier wirklich tapfer, aber die ziehen tatsächlich ab, ohne gekämpft zu haben. Naja, das sind ja hier Feiglinge. Gut für uns. Ja, auch diesen Angriff haben wir überstanden. Ja, aber ich denke, die Verluste sind hinnehmbar. Die werden schnell wieder ausgeglichen. So, dann könnt ihr zurück und wieder schnell die Mauer reparieren. So, okay, dann schauen wir mal, wie es in unserer Stadt weitergeht. Ja, gerade die Schlacht geschlagen, kriegen wir schon die Mitteilung, dass der Feind näher rückt. Na, jetzt wollen wir aber hoffen, dass wir unsere Armee erstmal wieder regenerieren können. Ja, das 4. Stadtgebiet hat sich jetzt auch voll und ganz entwickelt. Und wie wir sehen, fehlen uns noch ein paar neue Bürger, um die 6000 Einwohner zu erreichen. Wir müssen also gucken, wo wir noch entsprechend Gebäude weiterentwickeln können. Das Problem bei dieser Siedlung und auch bei dieser Siedlung ist, dass ich hier keinen Brunnen etablieren kann, da ich weder mit Aquädukt noch mit einem Reservoir hier entsprechend die Stadtgebiete versorgen kann. So, ich habe noch ein bisschen hier umgebaut und jetzt hier ein Reservoir errichtet. Das heißt, ich kann hier jetzt einen Brunnen bauen und kann jetzt diese Siedlung weiterentwickeln. Und wir haben einen weiteren Angriff der Goten auf unsere Stadt.
Ah ja, ja, dann müssen wir mal hier schnell Stellung beziehen. Ja, was für eine große Armee hier wir gegenüberstehen. Wahnsinn. Aber wir sind mit voller Besetzung jetzt hier und diesem Kampf entgegentreten. Was für Massen an Feinden. Na gut, wir schauen mal, ob wir das so schaffen. Okay, sie sind durchgebrochen. Die große Schlacht beginnt jetzt hier. Meine Güte, ist das eine Masse an Feinden. Boah. Aber so wie es aussieht, flieht ein großer Teil schon. Wir haben tatsächlich diesen sehr großen, starken Angriff der Goten abgewehrt. Das war wirklich einer der stärksten Kämpfe jetzt. Ihr könnt alle zurück. So, alle Schäden sind jetzt beseitigt und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die 6000 Einwohner erreichen. Ja, und der Imperator möchte 15 Einheiten Möbel haben. Die können wir ihm direkt losschicken. Ja, und Möbel würde ich jetzt mal nicht mehr exportieren. Da haben wir jetzt tatsächlich zu wenig. Ja, ich habe jetzt hier das 5. Orakel noch gebaut und wir machen das jetzt hier auch noch schön. Oh, wie gut, dass Mediolanum noch mehr Waffen kauft. Aber ich denke mir, mein Geld ist jetzt kein Problem. So, nochmal ein bisschen repräsentativ hier diesen einen Bereich ausgebaut. Ja, mit der einen Akademie haben wir die Kulturwertung von 60 punktgenau gelandet. Auch die Wohlstandswertung ist jetzt erreicht, Frieden und auch Gunst, sodass wir jetzt nur noch unsere 6000 Einwohner brauchen. Gucken wir uns Samizigitusa nochmal in Ruhe an. Hier begann unsere Entwicklung mit diesen beiden Wohngebieten. Und hier unser großer Handelsposten, wo wir Möbel und Waffen für den Export produziert haben. Im Anschluss daran haben wir hier diese 2 Wohngebiete entwickeln lassen und hier an der Verbindungsstraße den Senat mit den Akademien. Versorgt werden die Stadtgebiete hier durch diese Farmen und diesen kleinen Produktionsgebiet. Und die ersten beiden Stadtgebiete einmal hier durch eine große landwirtschaftliche Produktion und einmal hier auf diesem Plateau. Unser Militär haben wir hier auf diesem Plateau errichtet mit meinem Palast und natürlich dem schicken Triumphbogen. Ja, und hier auch nochmal eine kleine repräsentative Fläche mit Missionsposten und einem Orakel. Ich baue dann doch noch eine Akademie hier hin. Das füllt das Bild dann jetzt doch auch aus und es wandern ja auch neue Bürger noch ein. Machen wir das hier jetzt auch nochmal schön. Für die Kulturwertung haben wir 14 Schulen gebaut, 4 Akademien und 6 Bibliotheken, 9 Theater, 4 Amphitheater und 2 Kolosseen. Ja, und jetzt, wo weitere Bürger in unsere Stadt ziehen und wir die 6000 Einwohner erreichen, beenden wir diese Kampagne. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Ziele erreicht, die der Imperator uns gestellt hat. Und er befördert uns zum Cäsar. Unglaublich. Ich schicke euch hinter unsere schwächste Grenze, dorthin, wo der Hass auf die Römer so dick ist wie die unwegsamen Wälder. Und ihr baut auf den Knochen der Goten einen starken Außenposten. Was für eine Leistung. Ja, unglaublich, dass wir das so geschafft haben mit diesen sehr starken Angriffen der Goten. Und ehrlich gesagt sind es nicht nur die Knochen der Goten, auf denen unsere Stadt gegründet wurde. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Es geht hoch in den Norden nach Britannien, nach Lindum, die letzte Militärkampagne. Bis dahin wünsche ich alles Gute, euer Dominus.